Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Hohe Töne auf der Blockflöte sind sowieso schon eine heikle Sache und warum bestimmte unlogische Grifffolgen uns das Leben extra schwer machen, zeige ich euch heute und natürlich auch, wie ihr besser damit zurechtkommt. Um konkret zu sein, dreht es sich heute um 4 Töne, nämlich das hohe D, das hohe S, das hohe E und das hohe F auf der Altblockflöte. Das wäre natürlich entsprechend auf einer Sopranblockflöte ein hohes A, ein hohes B, ein hohes H und ein hohes C. Heute werden wir das mal bei der Altblockflöte behandeln. Also wir sprechen über die Töne D, S, E und F. Und für die Sopran- oder Tenorblockflötenspieler unter euch, ihr könnt natürlich mit genau den gleichen Griffen diese logische Denkweise mitverfolgen, beziehungsweise unlogisch. Also, wieso ist das Ganze unlogisch? Erst spiele ich euch mal die Töne in der Reihenfolge einfach vor. Und ich habe so oft im Unterricht schon festgestellt, wenn es bei den Stücken höher geht als D, also ab dem S sagen wir mal, dann fängt das Denken an bei den Schülerinnen und Schülern. Wie geht dieser Griff nochmal? Und ist es jetzt ein S oder ist es ein E? Und das kommt zum Teil dadurch, dass dieser Wechsel vom D zum nächsthöheren Ton relativ unlogisch scheint. Aber erstmal der Reihe nach. Wenn ich von unten nach oben spiele und ich bin in der 2. Oktave angekommen, also sagen wir mal bei dem überblasenen A, also bei diesem Ton mit dem halben Daumen, dann geht es schrittweise nach oben. A, B, C, D. So, und jetzt käme das E oder das S. Ich hätte auch eben spielen können A, H, C, D. Ja? Also ich bin jetzt hier angekommen beim D und jetzt möchte ich höher. Und bisher habe ich ja nur Finger weggenommen. Also ich mache das nochmal. A, B, C, D und jetzt möchte ich höher und dann wäre es doch logisch, wenn ich jetzt diesen Finger hebe. Das klappt aber nicht. Stattdessen, wie ihr ja wisst, muss ich, wenn ich da ankomme, A, B, C, D, 2 oder 3 Finger hinzunehmen. Nehmen wir mal an, ich möchte ein S spielen nach dem D. Dann habe ich also das D mit dem halben Daumen und die 2 Finger und muss dann, obwohl der Ton höher klingt, mehr Finger hinzunehmen. Und das ist das Unlogische dabei. Ich spiele ja einen höheren Ton und muss aber Finger drauflegen, statt Finger wegzunehmen. Normalerweise in einer Tonleiter von unten nach oben ist es ja umgekehrt der Fall. Das ist also schon mal das Unlogische daran. Mal angenommen, ich möchte nach dem D ein E spielen, dann muss ich 2 Finger hinzunehmen.
Und da fangen die Schwierigkeiten bei vielen schon an, die zwar wissen, okay, ich muss hier was hinzunehmen, wenn ich höher gehe, aber muss ich jetzt 2 Finger drauf machen oder muss ich 3 Finger drauf machen oder muss ich 2,5 drauf machen? Und hier gibt es jetzt wieder eine gewisse Logik drin. Das S ist ja ein bisschen tiefer als das E. Oder umgekehrt gesagt, das E ist ja der höchste von diesen dreien. Und das ist dann wieder logisch, fürs E brauche ich nur 2 Finger. Und fürs S brauche ich 3 Finger. Wir kommen auch gleich noch zum hohen F, das habe ich ja angekündigt, aber lasst uns das erst noch mal sinken lassen und wirklich noch mal verinnerlichen. Wir haben also eine Tonleiter von unten nach oben gespielt, sind in der 2. Oktave gelandet mit dem halben Daumen und nehmen immer mehr Finger weg, sind beim D angekommen. Dann müssen Finger dazu. Ich sage jetzt mal, ich würde ein S spielen, 3 Finger dazu. Es lohnt sich, diese Griffverbindung mal ein paar Mal einzeln zu üben und sich das sehr klar zu machen, auch indem ihr die Noten vor euch seht und dann wirklich ein paar Mal nur diese Griffverbindung übt und auch euch irgendwie merkt mit einer Eselsbrücke oder einfach so, dass das E die 2 Finger hat und das S die 3 Finger. Eine Eselsbrücke könnte zum Beispiel sein, dass ihr euch sagt, das E hat kein Vorzeichen, das ist 0815 sozusagen. Da habe ich einfach oben 2, unten 2. Das ist einfach das E. So finde ich, kann man sich das gut merken. Das E ist nichts Besonderes, es hat kein Vorzeichen davor. Oben 2, unten 2. Das S hat aber ein Bchen als Vorzeichen, ein B. Und das ist auch anders, das hat hier 3 und da 2. Ist nur ein Vorschlag, vielleicht merkt ihr es euch ja ganz anders. Und jetzt wollen wir mal weiter schauen. Mal angenommen, ich habe das 0815E, ja, ich habe das geschafft, C, D, E zu spielen. Und jetzt kommt das F, das ist ja der nächsthöhere Ton. Und jetzt wäre es doch irgendwie vom Gefühl her logisch, hier unten einen Finger wegzunehmen. Das wird aber auch nicht klappen. Ich könnte auch versuchen, diesen Finger wegzunehmen. Auch das wird nicht klappen. Ich bin nochmal beim E, zeige ich das nochmal. Ich muss nämlich statt hier was wegzunehmen für das hohe F, wie viele von euch ja wissen, diesen Finger wegnehmen. Das ist also auch wieder total unlogisch irgendwie. Also ich war angekommen vom D, C, D, E, Finger drauf, um höher zu gehen. Jetzt ist es logisch, wenn ich noch höher will, dass ich einen wegnehme. Das ist wenigstens logisch, aber dass es dann hier oben ist, das überfordert viele von euch. Wenn ihr dann die Noten seht, ihr seid mitten im Stück und ihr habt schon das E oder das S geschafft und jetzt sollt ihr noch ein F spielen. Noch schlimmer wird es ja, wenn ihr vom S zum F wollt. Denn vom S zum F reicht es nicht, wenn ihr dann diesen Finger hebt. Denn das klingt schief. Das hohe F geht nun mal so mit 2 Fingern rechts. Das heißt, wenn ich vom S komme, muss ich tatsächlich diese beiden Finger anheben. Also den rechts und den links. S, F. Da ist es doch schon richtig einfach, wenn ich E, F spielen muss. Das ist jetzt schon richtig einfach im Vergleich. Also macht euch diese ganzen Schritte nochmal klar. Dieses Unlogische, dass ihr vom D aus Finger hinzunehmen müsst. Und macht euch auch klar, dass das der häufigste Grund ist, warum ihr den Griff nicht schnell genug findet und verwirrt seid und denkt, oh, wie geht denn das jetzt? Ihr wisst, ihr müsst da irgendwas machen, aber ist euch nicht genau klar, was. Und ich hoffe, dass ich jetzt heute mit meinem Video da ein bisschen mehr Ordnung reinkriege bei euch und ihr euch auch sagen könnt, es ist ja gar nicht eure Schuld, es ist die Schuld der Blockflöte. Die ist nun mal so gebaut, dass man für diesen hohen E oder S Finger hinzunehmen muss. Das kommt auch daher, dass wir keine Klappen haben an dem Instrument und das ist ja auch so wunderschön. Das ist ja alles Holz und das fühlen wir alles direkt auf den Löchern. Aber das hat dann eben auch den Nachteil, dass wir solche speziellen Griffe verwenden müssen.
macht auf jeden Fall Schritt für Schritt, denn das erlebe ich immer wieder bei Schülerinnen und Schülern. Die wollen dann alles gleichzeitig können und dann muss alles perfekt klappen. Dabei, wenn ihr ein Stück habt, wo das drin vorkommt, also sowohl das hohe D als auch das E, als auch das F und das hohe G noch, dann könnt ihr nicht alles auf einmal üben, das wird dann Chaos. Ihr müsst euch erstmal auf bestimmte Griffverbindungen konzentrieren und euch, erster Schritt, klar machen, was passiert da, welche Finger bewegen sich. Dann müsst ihr es ganz langsam üben und dann im Stück mal anwenden. Also mit ganz vielen Wiederholungen natürlich, aber die Hauptarbeit ist im Kopf. Das ist immer so bei Griffverbindungen. Ihr müsst wissen, was ihr macht und das nicht so auf gut Glück irgendwie probieren und dieses Unlogische durchschauen und dann eben schlauer sein. Heute ging es also wieder um Griffe. Letztes Mal ging es auch schon um Griffe, nämlich um 3 häufige Fehler bei bestimmten Tönen. Das könnt ihr euch auch nochmal anschauen, falls ihr das verpasst habt. Übrigens, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal kostenlos und klickt das kleine Glöckchen an, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und falls ihr eure Griffe und alles in eurem Blockflötenspiel perfektionieren möchtet oder zumindest wirklich große Schritte weiterkommen möchtet, dann könnt ihr gerne meinen Video-Online-Kurs durcharbeiten, Blockflöte Next Level, für etwas fortgeschrittene Spieler bis zu sehr fortgeschrittenen Spielern. Das sind so die Basics des Blockflötenspiels, die ihr auch immer wieder euch angucken und mitspielen könnt, so lange wie ihr wollt und immer dann, wann ihr Zeit dafür habt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich auch, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen bei Veras Blockflötenkanal. Bis dann. Tschüss.